sowas willst du auf gar keinen Fall unter echten Bedingungen erleben. Ich darf zusammen mit dem ADAC AT-Reifen testen. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute gibt es für mich wieder ein ganz besonderes Video und ich hoffe, es rentiert sich am Ende für dich auch, denn ich darf dem ADAC ein bisschen bei seinen Reifentests über die Schultern schauen. Speziell macht der ADAC einen AT-Reifentest und ich habe den Christoph vom ADAC beim Lagerfeuer in Freiburg, glaube ich, kennengelernt und er hat mich einfach mal auf meine AT-Reifen angesprochen, hat gefragt, wie glücklich ich denn mit denen bin und ich habe ihm vorgeschwärmt und habe gesagt, war mega geil. Und dann hat er nur eine Frage gestellt. Hast du eigentlich einen Vergleich zu anderen? Ich gesagt, nee, das ist für mich natürlich wahnsinnig schwierig, weil wie will ich die vergleichen? So viel Geld habe ich gar nicht, dass ich mir da verschiedenste Reifen kaufen kann etc. Und das hat mich selber ins Nachdenken gebracht. Und dann haben wir viel drüber gesprochen und ich habe mir gedacht, boah, das wäre ja alles mega interessant. Und jetzt habe ich die große Ehre, dass ich dem ADAC ein bisschen über die Schultern schauen darf. Und das werden wir am Anfang auch gleich tun. Deswegen zu meiner Gliederung, ganz zu Beginn, werde ich den Christoph mal ein bisschen fragen, wie die denn überhaupt die Reifen testen und werde da ein bisschen mal gucken, wie das alles funktioniert und welche Abläufe die dort haben. Danach möchte ich mir ein paar Highlights rauspicken, möchte selber auch zum Beispiel mit AT-Reifen mal auf nasser Fahrbahn bremsen, möchte ein bisschen Handlingskurse fahren und da mal ein bisschen Vergleich ziehen können. Und dann vor allem auch gucken, weil wir testen jetzt hier Reifen bis 3,5 Tonnen und möchte dann auch gucken, was bedeutet das dann für mich, wenn ich über 3,5 Tonnen fahre, kann ich da Rückschlüsse draus ziehen? Und zu guter Letzt gibt es dann mein Fazit und da werden wir gucken, bleibe ich bei meinen AT-Reifen oder werde ich sie wechseln? Ich bin selber schon sehr gespannt, weil man muss auch ehrlich sein, für mich ist das schon auch eine Designgeschichte, will ich ganz, ganz offen sein. Und das ist mir auch nochmal wichtig bei diesem Video. Ich will hier niemanden belehren oder irgendwie da gescheit daherreden, sondern ich bin einfach nur neugierig und will dich und euch auf diese Reise mitnehmen. Und jetzt haben wir da den Christoph, freut mich sehr. Grüß dich, hi. Ich fange gleich mal ganz vorne an. Wie lange bist du schon beim ADAC? Fast 10 Jahre. Oh wow, also du kennst dich schon ein bisschen aus hier in dem Laden und ich weiß es noch, ich werde es nie vergessen, ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir haben mal telefoniert und da hast du, also da war ich ein bisschen plump, weil da habe ich dich auf diese Reifentests angesprochen und habe gesagt, naja, aber ganz ehrlich, die Reifenhersteller, die werden euch das Zeug umsonst zur Verfügung stellen, die am meisten Anzeigen schalten, werden gewinnen und dann bist du sehr emotional geworden und dann hast du mir mal erklärt, wie so Reifentests ablaufen und das fand ich mega spannend und das würde ich ganz gerne einfach mal mit meinen Zuschauern teilen. Magst du uns mal so ein paar Fakten widerspiegeln? Ja, die kannst du haben. Also natürlich bin ich emotional geworden, hast du schnell gemerkt, meine berühmte Hutschnur weg. Denn wir sind die unabhängig testen. Das heißt, wir kaufen die Reifen ein und pro Reifen, den wir testen, nur als Beispiel, kaufen wir 24 bis 28 Stück. Aber warum denn so viele Reifen? Weil wir so viele Tests fahren. Und ein Reifen muss ja auch immer relativ neuwertig in jeden Test gehen. Das heißt, wir brauchen viele verschiedene Produkte. Und Christoph, jetzt sind wir ja hier in Rom, bei Bridgestone. Kannst du mir erklären, warum wir gerade hier sind? Weil hier einfach trockene Bedingungen sind. Es ist Februar gerade und na gut, wir sind noch ein bisschen angezogen, aber es ist schon ziemlich warm gerade. Das Thema ist einfach, die Reifenhersteller haben die guten Testgelände und da willst du hin, wenn du Reifen ordentlich testen willst. Das aber hat das dann nicht ein Geschmäckle? Von außen betrachtet, aber bei uns eben nicht, denn wir bezahlen hier und zwar wirklich Euros, wirklich harte Währung, denn jeder Quadratmeter Werkstatt, den wir nutzen, jede Teststrecke, die wir nutzen, jede Minute zahlen wir und was wir dabei rausfahren, behalten wir natürlich für uns. Ihr seid ja nicht nur in Rom, sondern ihr seid in verschiedenen Testgeländen unterwegs. Ne? Erklär mal kurz, wo ihr da überall unterwegs wart. Also zum Beispiel alles, was Schneeperformance angeht, Schneefahrstsicherheit, machen wir in Finnland oben, 250 Kilometer ungefähr nördlich vom Nordpolarkreis. Das ist einigermaßen schneesicher. Da gehen wir hin. Dann gehen wir auch für die Nässe-Tests unter guten Bedingungen. In der Nähe von Hannover ist das. Continental hat ein Testgelände namens Contidrom. Da gehen wir hin, kaufen uns ein, ganz bewusst, und nutzen deren Gelände. Jetzt hast du vorher auch gerade gesagt, ihr braucht ja für einen Test ein Dreivierteljahr bis Jahr, bis der Test durch ist. Das bedeutet aber auch, dass ihr natürlich Reifen kauft vom Markt, die es schon gibt. Also ihr kriegt auch keine Prototypen von den Herstellern. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wir sind beim ADAC Verbraucherschützer und das erklärt es eigentlich schon. Wir machen die Dinge, die auch der Verbraucher machen kann. Zum Beispiel kaufen wir einfach die Reifen, die auf dem Markt für den Verbraucher erhältlich sind und die schauen wir uns dann genau an. Ja, und die kauft ihr dann auch nicht direkt, sondern einfach wirklich über Händler dann ein? Oder wie macht ihr das? Ja, wir anonymisieren das Ganze. Also wir beauftragen Leute, die für uns anonym kaufen, und zwar bei verschiedensten Anbietern. Wir streuen so ganz breit, damit uns der Reifenhersteller nicht irgendwas unterjubeln kann. Ganz wichtig. Oh wow. Ich habe ja sogar festgestellt, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich es mir nur einbilde, heute war ich ja schon den ganzen Tag mit euch ein bisschen unterwegs und ihr redet ja auch nie, wenn ihr die Reifen wechselt zum Beispiel, über den Hersteller, sondern immer nur eine Nummer. Ihr habt also quasi jedem Reifen eine Nummer gegeben, gell? Absolut. Also wir nummerieren die Reifen durch und wenn du jetzt zum Beispiel Subjektivfahrer bist und mit dem Auto in die Werkstatt kommst und die Reifen gewechselt werden, du steigst ja nicht aus, es geht zack, 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 neue Reifen drauf. Dann wird dir zugerufen, du hast die 5.
Dann weißt du nur, du fährst die 5. Und du fährst so viele verschiedene Dimensionen, bist in mehreren Reifentests gleichzeitig am Planen und am Abschließen. Du hast keinen Schimmer mehr, was die 5 eigentlich ist. Und jetzt mal konkret auf den AT-Reifentest. Kannst du mir sagen, was ihr da bisher alles getestet habt? Einiges. Also es ist nicht vollumfänglich der ganze normale Reifentest, das können wir nicht ganz stemmen, aber wir sind in Finnland gewesen, haben die Schneeperformance angeschaut. Wir waren am Contidrom, das angesprochene. Ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, Entschuldigung. Das heißt aber, wenn ihr Schneebedingungen macht, dann macht ihr da einen Handlingskurs, macht Bremstests oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, ihr arbeitet da im Schnee? Du hast es fast schon. Also wir haben eine riesige Strecke, perfekt präparierter Schnee. Da bremsen wir immer auf einer neuen Spur nebeneinander. Dann fahren wir auf einen Schneehandling-Parcours. Da fährst du dann so rum, der ist so 1,5 Kilometer lang und guckst ein bisschen so, wie das Auto reagiert beim Bremsen, beim Anlenken, wie die Homogenität ist, wie die Balance ist zwischen Vorderachse und Hinterachse, einfach wie gut performt der Reifen. Dann machen wir auch Traktionsmessungen im Schnee. Und dann gehen wir weiter und waren schon davor im Herbst am Contidrom und haben auch in der Nässe ähnliche Dinge gemacht. Aber in der Nässe gibt es halt auch mehr wie das Aquaplaning zum Beispiel. Da gibt es Aquaplaningbecken, da fährst du rein und schaust, wie schnell kann ich fahren, bevor ich aufschwimme. Geradeaus, in der Kurve, da gibt es auch eine Handlingstrecke, da gibt es einen nassen Kreis, den du fährst einfach auf Zeit. Und Bremsen natürlich, ganz wichtig. Bremsen ist essentiell für die Performance eines Reifens. Und genau das würde mich jetzt interessieren. Darf ich mal zu so einem Bremstest mitkommen und mir das mal anschauen? Weil hier könnte man auch nochmal Nässe nachstellen zum Beispiel, oder? Unbedingt. Ist wirklich interessant. Na, dann gucken wir uns das jetzt zusammen an, würde ich sagen. Los geht's. Ihr hört es wahrscheinlich im Hintergrund schon plätschern. Wir sind jetzt auf einer künstlich bewässerten Straße. Da plätschert also die ganze Zeit Wasser auf die Straße, denn wir wollen jetzt Bremstests machen. Und ihr hört jetzt hinter mir schon den Christoph anrauschen. Der wird gleich eine Vollbremsung machen und zwar in diesem Fall mit C-Reifen, Winterreifen. Und mit diesen Reifen erhoffen wir uns jetzt eigentlich so das beste Ergebnis. Deswegen werden wir jetzt hier Palonen aufstellen und werden dann später einfach mal andere Reifen dagegen testen. Eben noch die Winterreifen drauf, jetzt die ATs und wir gucken uns das Ganze im Vergleich an. Ganz schön beeindruckend, wie ich meine, deswegen gucken wir uns das Ganze nochmal in Zeitlupe an. Ab dem Ballon, jetzt wird eine Vollbremsung eingeleitet und ihr müsst mal darauf achten, mit welcher Geschwindigkeit wir noch an der Stelle einschlagen, an der wir vorher schon längst standen und wie viel länger dieser Bremsweg ist. Also das ist ja abartig. Das heißt, das waren jetzt AT-Reifen? Absolut, das waren AT-Reifen aus dem Test gerade. Und die Reifen davor waren eben diese C-Winterreifen, wie du sie brauchen würdest vielleicht. Ja, also das kann man sagen, dass das Leben bedeuten würde? Oder mit welchen Geschwindigkeiten prallen wir da auf? Ja, schwer abzuschätzen, wir reden da schon von 30 km auf jeden Fall. Was mich natürlich noch besonders interessiert, ist, wie sich die Reifen in nasser Wiese verhalten. Denn das ist genau das, was uns Campern ja oft begegnet. Und jetzt seht ihr mal den Christoph, er hat jetzt erstmal nur den Heckantrieb. Und das ist genau das, was ich dachte. Das ist jetzt nämlich ein PKW Ganzjahresreifen und der dreht einfach durch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt hat er ein Allrad an und mit dem Allrad kann er sich jetzt wieder nach vorne arbeiten. Und ich glaube und bin mir ziemlich sicher, dass es mit dem AT-Reifen ganz anders aussieht. So, und jetzt haben wir den AT. Der ballert sich jetzt durch die nasse Wiese durch. Das hoffe ich zumindest. Christoph, ich bin bereit, wenn du es bist. Mach mich nur nicht dreckig. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, wow. Da geht jetzt gar nicht so viel. Christoph, wir kommen ja auch gar nicht voran. Jetzt mal ganz ehrlich, hättest du das erwartet? Nein, so nicht, auf keinen Fall. Ist ja verrückt. Also auch da ist es wieder so, dass der AT nicht wirklich besser ist eigentlich. Du bist ja jetzt mit Hinterradantrieb gefahren, richtig? Meinst du, dass du da mit Allrad jetzt wieder loskommst? Davon gehe ich stark aus. Also was die Traktion angeht, ist der Allradantrieb wirklich bestimmend, ist meistens wichtiger als die Reifen. Also die Antriebsart. Jetzt geht aber Allrad nicht immer. Und du hast mir vorher irgendwas von Sperren erzählt. Kannst du mir das nochmal erklären? Absolut. Also eine normale Antriebsachse ohne Sperre, bei der läuft es so, wenn ein Rad durchdreht, bleibt das andere stehen. Also das mit der schwächeren Traktion fängt irgendwann an durchzudrehen und dann komme ich gar nicht voran, weil das andere auch nicht mitschiebt. Wenn ich jetzt eine Sperre habe, dann wird ein gewisser Prozentsatz der Kraft nicht mehr nur an das durchdrehende Rad, sondern auch immer an das andere geschickt. Und dann kann man sich eher frei wühlen. Und das ist wirklich hilfreich, kann man auch nachrüsten, da gibt es Anbieter. Sehr guter Punkt, das gucken wir uns mal im Detail an. Ja du, dann schall du jetzt dein Allrad mal wieder an und ich drücke dir die Daumen, dass du hier wieder rauskommst. Ich hau ab. Was beim AT-Reifentest natürlich nicht fehlen darf, ist der Test auf Schotter. Und das Ganze will ich mir jetzt mal anschauen, vor allem im Vergleich zum Ganzjahresreifen.
Kurvenfahrt schaut man sich an. Hat er eine Über- oder eine Untersteuerneigung? Das war jetzt gerade klassisches Untersteuern. Einfach geradeaus gefahren, obwohl man gelenkt hat. Also jetzt haben wir keine AT-Reifen mit drauf, sondern was haben wir jetzt drauf? Ganz genau. Wir haben jetzt einen Premium Ganzjahresreifen. Also einen wirklich guten, ganz normalen PKW Ganzjahresreifen in der gleichen Größe. Und fahren jetzt genau das gleiche nochmal. Okay, bin ich gespannt. Das heißt, jetzt werden wir viel mehr rausdriften und alles wahrscheinlich. Das erwartet man, ne? Ja. Also ich bin ja auch hier dann, ich habe ja auch noch keinen Test in dieser Art gemacht. Aber überraschenderweise, merkst du gerade einen Unterschied? Nee, ehrlicherweise merke ich noch keinen Unterschied. Nee. Also, nee. Die Antwort ist ja genau nee. Der hat richtig Traktion. Schau mal, wie der hier rauskommt. Ich habe jetzt keinen Unterschied festgestellt. Wie war das für dich? Weil du bist ja gefahren, das ist ja nochmal was anderes. Ja, schon ein Unterschied, der ist ziemlich gut im Vergleich gewesen. Also dieser Ganzjahresreifen ist richtig gut dabei bei der Musik. Bei den AT-Reifen, wenn man die so einsortiert, ist der oben dabei. Okay, aber das ist ja eigentlich jetzt niederschmetternd. Was man aber schon sagen muss, ich finde, der Reifen sieht fertiger aus, oder? Absolut richtig, ja. Also so ein AT-Reifen ist schon dafür gebaut, auch ein bisschen hergenommen zu werden. Zum Beispiel diese Schnittschutzstabilität, also wie schnell so ein Schnitt reinkommt in dieses Profil, die ist beim AT-Reifen deutlich besser, weil darum geht es ja auch bei denen. Genauso wie die Seitenwand verstärkt ist, damit diese Durchstoßfestigkeit da ist. Also der ist einfach rougher gebaut und für einen rougheren Untergrund, das hält er über längere Zeit aus, ohne Schäden davon zu nehmen. Wobei man ja auf der anderen Seite sagen muss, so wie du jetzt hier gefahren bist, das war jetzt für uns natürlich für die Aufnahmen ganz geil, aber als Camper fahre ich ja einfach, da will ich losfahren können und ich will über Schotter normal fahren, da fahre ich meine 20, 30 km/h und fertig, oder? Also insofern kann man als Resümee sagen, eigentlich, das ist ja eigentlich schrecklich, gell? Aber eigentlich ist der AT gar nicht viel besser auf Schotter als also im Gegenteil, wenn du gerade sagst sogar, also Wahnsinn. Okay, aber wenn ich immer so fahren würde wie du hier, also wenn ich zum Campingplatz mit 80 km/h über Schotter fahren möchte, dann geht der Reifen schneller kaputt. Das ist unser Resümee, oder? Ja, oder wenn du nach Australien ziehst und immer solche Straßen hast. Aber hier bei uns, wie du sagst, du fährst nie Geschwindigkeiten, du fährst nie so aggressiv, klar. Traktion ist genug da, kein Problem. Wisst ihr Bescheid. Christoph, 6 Wochen sind vorbei und plötzlich überrasche ich dich hier. Was habt ihr gemacht in der Zwischenzeit? Pool und Füße hoch, oder? Ja genau, Poolfüße hoch und Laptop an. Und dann haben wir Sachen ausgewertet und durchgerechnet. Und was ist rausgekommen? Haben sich die Gefühle bestätigt? Ja, tatsächlich. Oh, das ist für mich jetzt erstmal nicht gut. Okay, also ihr habt jetzt wirklich Testergebnisse. Erzähl mal, was hat es damit auf sich? Was ist jetzt schwarz auf weiß? Also, wir haben schwarz auf weiß, dass alle AT-Reifen deutlich schlechter sind als der Referenzreifen, ein Premium-Ganzjahresreifen, PKW. So ist das. Aber da wir ja nicht nur so rumlaufen wollen, ist ja klar, wir wollen ja auch beraten, darum geht es ja auch Verbraucherschutz, haben wir natürlich einen AT-Reifenmaßstab angelegt an die Bewertung. Das heißt, wir haben noch eine Differenzierung. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wären die ganzen AT-Reifen unter ferner liefen. Aber wie gesagt, wir wollen beraten. Also wenn schon jemand unbedingt AT-Reifen fahren will, findet er jetzt hier eine Tabelle, die ihm sagt, welchen lieber nicht und welchen lieber schon, wenn es denn ist. Wobei mir hier auch noch aufgefallen ist, dass ihr ja die verschiedenen Fahrsituationen auch unterschiedlich bewertet. Also jetzt Nässe und. Da habt ihr euch ja bestimmt auch Gedanken drüber gemacht. Sogar da, genau. Hey, also es geht darum, dass wir einfach evaluieren, wie oft fahren die Leute auf welche Oberfläche. Ja. Also Schotter am seltensten, deswegen 5%. Und wenn du 5 Kilometer von 100 auf Schotter fährst, ist schon eher viel. Dann haben wir 20% Schnee, passt ungefähr in Deutschland so vom Jahr her. Und dann haben wir nass und trocken ungefähr pari mit 40 und 35%. Das heißt ja auch, wenn ich mir diese Tabelle hier anschaue, dann ist es für mich ja auch ausschlaggebend, wenn ich jetzt groß im Norden wohne, ich habe kaum Schnee, dann ist das ja für mich auch wieder ein Punkt, wo ich ganz anders vorgehen kann beim Kauf, ne? Genau, also der clevere Verbraucher schaut sich jede Tabelle genauer an und schließt das aus, was für ihn einfach irrelevant ist. Tatsächlich, und dann kann man schon mal gucken. Wo finde ich denn die Tabelle? In diesem Internet, kostenlos für alle. Aber ich schicke dir am besten einen Link, dann kannst du ihn runterstellen und das Video. Und dann ja, perfekt, genau. Dann findet ihr das unten in der Videobeschreibung, natürlich auch bei mir auf dem Blog mal die generelle Übersicht, aber Details sehen wir dann bei euch, wie auch ein paar richtig coole Videos noch von dir. Gell? Das habe ich schon ein bisschen reinluren dürfen. Die verlinke ich euch auch, weil das ist auch super spannend. Da geht es auch noch mal mehr ins Detail, finde ich super, super interessant. Also jetzt haben wir diese Tests hier. Jetzt fahre ich einen Loader-Reifen, der ist hier nicht im Test drinnen.
Wir haben hier beim Test wirklich eher Pkw, also was heißt eher, es sind Pkw-Reifen, das bedeutet, die gehen bei Campingbussen, bei Pickups mit Aufsatzkabine und so weiter. Für meine Gewichtsklasse fallen die Reifen aber alle raus. Muss ich jetzt aber davon ausgehen, dass bei mir das Testergebnis ähnlich ausfallen würde? Also diese Reifen hier gibt es auch in deiner Größe manchmal, aber du hast halt keinen Pkw-Reifen als Alternative. Deswegen C-Reifen oder CP-Reifen würde ich nehmen. CP-Reifen sogar ganz genau, die performen normalerweise besser als C-Reifen. Wir haben noch keinen Test gemacht, da muss ich mich darauf verlassen, was die Hersteller sagen. Aber CP ist mehr auf Performance und weniger auf Langlebigkeit ausgelegt als C. Durch die Blume sagst du mir, das Ergebnis wird ähnlich ausfallen. Ja. Das ist doch mal eine Aussage. Trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es super gerne in die Kommentare. Mich würde es mega freuen, wenn ihr sowas mal testen würdet beim ADAC und ihr für unsere Gewichtsklasse einfach mal auch so eine Gegenüberstellung machen würdet, weil ich glaube, das würde uns allen wahnsinnig helfen. Also das habe ich auch wirklich gelernt, so wie ihr testet, das ist abartig, das hätte ich nie erwartet, hätte ich nie gedacht und das ist genau der Punkt, wo ich auch nochmal ganz herzlich Danke sagen muss, dass ihr mich da mitgenommen habt, denn das ist was wir YouTube-Dödel und wo auch immer wir überall unterwegs sind in den Social Medias, ja, das können wir nicht mitgeben. Ich kann sagen, hey, mir hat der Loader hat mir echt Spaß gemacht, aber ich habe halt 0 Referenzwerte. Ich kann mir nicht 20 verschiedene Radsätze kaufen und die dann immer rein und raus rollen und aufschrauben und hin und her. Das geht einfach nicht. Ich habe für mich jetzt mitgenommen, dass ich in den sauren Apfel beiße und auf das Design erstmal... Und ich werde einfach mal C- bzw. CP-Reifen angucken. Da fahre ich jetzt zu Paul und Stefan und schau mal, was da für mich so geht und wie ich vielleicht trotzdem meine kaputte Seele irgendwie trösten kann anhand des Designs. An euch jetzt ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es war mega spannend, für euch hoffentlich auch. Und wir fahren jetzt mal zum Stefan und zum Paul und dann gucken wir mal, mit welchen Schlappen ich in Zukunft unterwegs bin. Danke dir dafür. Gell? Ciao! Jetzt bin ich wieder beim Paul, bei dem Experten meines Vertrauens. Christi, Paul. Servus, Christi, Markus. Also du hast von meiner Misere schon erfahren, gell? Ja. Ich habe mich dazu entschlossen, von den AT wegzugehen. Das war jetzt nicht deswegen, sondern da ist mir noch was anderes dazwischen gekommen. Also die kommen jetzt gleich weg. Aber also für mich ist klar, ich will eigentlich den Conti fahren. Aber jetzt baue ich halt wenigstens eine geile Felge. Hast du irgendwas Geiles für mich? Für dich finden wir doch immer was. Ja komm, dann lass uns anfangen. Ich bin schon gespannt. Jetzt ist das Ding dran. Also einmal, es gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Bevor wir zur Felge kommen, ganz kurz zum Reifen. Das ist ein Van Contact von Conti, ne? Das ist ein Conti Van Contact Camper, genau. Wenn wir auf die Bezeichnungen nochmal ein bisschen genauer eingehen, versteht man auch, warum Camper, warum ist dieser Reifen genau für auch deinen Bedarf gemacht, ja. Da ist ja immer dieser Punkt mit C und CP. Also gerade bei meiner Gewichtsklasse ist das sehr entscheidend. Das ist ein CP. Das bedeutet, nicht C steht nicht für Camping, sondern für Commercial, glaube ich. Korrekt, genau. Da geht es um Laufleistung, richtig? Geht um Laufleistung. Die sind uns insgesamt einfach für, sage ich mal, Transporter und etwas schwerere Fahrzeuge gebaut. Jetzt nicht für den alltäglichen Familienbedarf, sage ich mal. Okay. Genau, und CP ist wirklich der Campingpneu, glaube ich, ne? Genau, der ist dann wirklich für die Camper, der hat einfach auch, der ist nochmal verstärkter, der ist eben für Wohnmobile, für längere Standzeiten auch ausgelegt, verhindert den Standplatten und wurde genau dafür konzipiert. Und es ist ein Ganzjahresreifen, das heißt, ich habe auch meine Schneeflocke drauf in dem Bergchen, also ich darf die auch im Winter fahren, richtig? Korrekt, du hast das Alpin-Symbol mit drauf, dementsprechend hast du einen gesetzlich zugelassenen Winterreifen. Na ja, top, okay, also so viel zum Reifen. Da ist für mich nicht so viel Auswahl auf dem Markt bei meiner Gewichtsklasse, muss man gleich dazu sagen. Deswegen habe ich mich für diesen Reifen einfach mal entschieden, beziehungsweise habt ihr mir dann empfohlen, als ich gesagt habe, ich will vom AT mal weg und mal was anderes ausprobieren. Jetzt zur Felge. Was ist denn das für eine Felge? Also sie sieht schon mal geil aus und ich sehe sie auch immer öfter. Ja. Um welche Felge handelt es sich hier? Ja, wir haben hier eine Touren Monotube Project Felge in 18 Zoll. Ja, wie du schon gesagt hast, Hammer Optik. Man sieht sie immer öfter. Und sie gefällt nicht nur dir, sondern auch mir sehr gut. Ja. Der Name ist auch ziemlich geil, muss ich sagen. Aber jetzt ist eines auch klar, Design, das ist immer Geschmackssache. Hast du auch eine andere da? Selbstverständlich haben wir noch eine andere Option da. Dann lass uns mal ummontieren, oder? So machen wir es. Total spannend. Selbe Reifen, ganz anderes Erscheinungsbild mit der Felge. Was ist das jetzt für eine Felge? Das ist die Felge Borbet CW8 heißt die. Wie gefällt sie dir? Ich finde sie auch sehr massiv, aber ganz ehrlich,
so ein bisschen vom Design her weine ich immer noch den AT-Reifen hinterher. Hast du noch, also was habe ich denn noch für Möglichkeiten, um das ein bisschen aufzupeppen? Habe ich da noch eine Möglichkeit? Da gibt's was. Ja, jetzt bin ich gespannt, was er machen wird, weil, also jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das Continental zum Beispiel mit so einem weißen Edding oder sowas anmalt, wobei das Continental jetzt super klein ist, aber das wäre was, wo ich sage, okay, das geht dann Richtung AT-Reifen. Wow, und so schnell hat er sich gewechselt, der Paul. Hey, ich dachte jetzt, du kommst mit so einem Stift und malst mir den Namen weiß an, aber das kommt so ein bisschen aus der Tuning-Szene, oder? Ja, das kann man so sagen, aber ein bisschen mehr als weiß anmalen haben wir uns dann doch überlegt gehabt für dich. Ja, super spannend. Und da kannst du ja total kreativ sein. Du kannst, so wie es jetzt hier gemacht ist, diese Streifen, du könntest theoretisch auch nur die angedeuteten, wie sagt man denn? Das sind dann eigentlich angedeutete Schrauben hier, ne? Beadlock-Schrauben. Beadlock-Schrauben könnte man gelb machen, also wie auch immer. Da ist ja der Fantasie dann wirklich freien Lauf gelassen. Aber jetzt bin ich natürlich auch gespannt, was ihr sagt. Deswegen, ihr habt jetzt allein hier schon mal 2 oder eigentlich 3 verschiedene Varianten jetzt gesehen. Entscheidet ihr mal, was euch am besten gefällt. Schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare. Stimmt mit ab. Ich werde da mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Und dann schauen wir uns nachher das drauf, was euch am besten gefällt. Hey Paul, also jetzt erstmal vielen Dank. Jetzt sind die Schlappen drauf. Ich werde ja trotzdem weiter den ADAC piesacken, weil es wäre schon nochmal interessant, wenn wir die Größe auch mal gegeneinander testen würden, richtig? Absolut, ja. Ja, also da schauen wir mal. Ich bin ja auch gespannt. Ich müsste jetzt auch einen Unterschied hören, fühlen und so weiter, ne? Im Gegensatz zu den AT-Reifen. Zu den AT-Reifen auf jeden Fall. Mit Sicherheit wirst du da einen Unterschied fühlen und auf das Feedback bin ich sehr gespannt. Ja, und da mache ich mich jetzt mal auf den Weg und dann hören wir uns gleich zum Feedback und ich sage vielen Dank, Paul, und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Alles Gute, merci. Ja, boah. Also ihr habt schon gesehen, ich bin ein bisschen geknickt, weil ich zugegebenerweise AT-Reifen einfach geil finde. Die sehen einfach, finde ich, an so einem Fahrzeug richtig, richtig gut aus. Und da bin ich zugegebenerweise ein bisschen deprimiert. Ich habe aber eine ganze Menge gelernt und ihr habt ja jetzt auch schon beim Reifenwechsel gesehen, dass ich jetzt durch den Reifenwechsel auf andere Reifen umgestiegen bin. Die AT-Reifen, das muss ich auch sagen, aus eigener Erfahrung schon habe ich gesehen, sind die wahnsinnig robust. Ich habe mit diesen AT-Reifen, die ich vorher drauf hatte, knapp 80.000 Kilometer gefahren, aber eben in erster Linie auf Teerstraße. Und wenn ich auf Schotter unterwegs war, dann bin ich da, also wenn ich zu so Plätzen wie hier zum Beispiel fahre, dann fahre ich da auch nur 20, 30 km/h. Also ich möchte sagen, ich schone da mit den Reifen. Deswegen glaube ich, für mich persönlich ist diese Ganzjahresreifen für mich jetzt die beste Wahl. Ich habe mich für einen CP-Reifen entschieden. Klar, weil ich eben auch mit der Gewichtsklasse ein bisschen gucken muss und freue mich jetzt mit diesem Reifen unterwegs zu sein. Ausschlaggebend war für mich letztlich dann aber das Thema Bremstest. Das war für mich wirklich erschreckend, was ich da erleben musste. Und das war für mich der Grund, auf so andere Reifen umzustellen, weil ich einfach dieses Erlebnis am Stauende nicht haben möchte. Ich möchte mich einfach sicher und wohlfühlen. Und ich glaube, das tue ich jetzt mit diesen neuen Reifen, die ich habe. Und das ist mir an der Stelle aber auch noch ganz wichtig. Ich will da nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen oder möchte auch sagen, boah, die AT-Reifen, die sind jetzt das Schlimmste, was man machen kann. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe aber auch gelernt und mitgenommen aus diesem ganzen Video, dass man das einfach persönlich, wie ich es ja vorher auch gemacht habe, ich habe mich immer wohlgefühlt mit den AT-Reifen, aber ich hatte halt nie einen direkten Vergleich. Ich bin von meinem Fiat auf den Crafter hier umgestiegen und hatte hier Allrad. Das ist eh schon Äpfel mit Birnen, einfach ein Front zum Allrad. Und das haben wir auch in dem Video gelernt, dass die Antriebsart eigentlich viel ausmacht. Das fand ich auch sehr spannend. Naja, und dann war ich mit meinem AT-Reifen immer super glücklich. Also das will ich auch nochmal betonen. Aber im direkten Vergleich habe ich halt gesehen, die haben halt Schwachstellen. Und und deswegen habe ich mich da umentschieden. Aber das soll jeder für sich persönlich und privat entscheiden. Und ich fand es halt nur so spannend, dass man halt diesen direkten Vergleich braucht, um das überhaupt erfahren und erleben zu können. Weil das wussten wir alle, dass AT-Reifen bei Nässe nicht ganz so gut sind. Aber was dieses nicht ganz so gut eigentlich bedeutet, das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Naja, und jetzt bin ich gespannt, was habt ihr denn noch für Fragen, für Anregungen, für Tipps? Ich weiß, dass das Thema Reifen und gerade AT-Reifen sehr polarisiert. Und schreibt da super alles gerne in die Kommentare, aber lasst uns alle nett und lieb miteinander umgehen, denn am Ende soll das einfach für uns alle einen Mehrwert bieten, dass sich jeder da einfach ein bisschen informieren kann und sich seine eigene Meinung bilden kann. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Und wenn das nur ansatzweise geklappt hat, hey, dann würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen, denn das ist für mich eine Mordsmotivation, einfach solche Videos weiterzudrehen. Dieses Video gerade zum Beispiel war sehr anstrengend, das war sehr aufwendig und an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an den ADAC, dass ihr mich da mitgenommen habt. Das war richtig cool und ich glaube, anders hätte ich mir diesen Gesamteindruck einfach nicht machen können. Und ansonsten wünsche ich euch und dir jetzt immer ganz, ganz tolle Reisen, egal mit welchen Reifen du unterwegs bist. Komm vor allem sicher, gesund und glücklich wieder zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich drauf. Bis dahin, alles Gute. Der Markus. Ciao.